Deutsche Influencer aus Nordrhein-Westfalen sollen insgesamt 300 Millionen Euro an Steuern hinterzogen haben. Was es damit auf sich hat, das wollen wir uns doch einmal in diesem Video näher anschauen. Das Bundesland Nordrhein-Westfalen hat hier eine großspurige Pressemitteilung online veröffentlicht und da sprechen sie davon, dass sie jetzt Daten von den Plattformen erhalten haben und jetzt hier den Influencern auf die Pelle rücken. Insgesamt hätten Influencer aus Nordrhein-Westfalen insgesamt 300 Millionen Euro an Steuern hinterzogen. Das bedeutet also, dass diese Influencer so ungefähr 600 Millionen Euro an Einkommen gehabt haben müssen, damit sie überhaupt so viele Steuern haben hinterziehen können. Das sind ja unglaubliche Summen. Jedenfalls, das Finanzamt ist jetzt da mit viel Getöse hinterher und auch schon die anderen Bundesländer sind jetzt voll hier mit dabei. Man wundert sich, was hier passiert ist. Ich vermute einfach, dass hier irgendjemand vom Finanzamt mal 5 Minuten Social Media gecheckt hat und dann realisiert hat, naja, also da gibt's ja doch ziemlich viele Leute, die hier ziemlich viel protzen online mit ihrem Lebensstil, mit teuren Autos, mit teuren Wohnungen, mit teurem Schmuck, Rolex-Uhren und so weiter. Und wenn wir uns hier mal anschauen, dass diese Leute ja eigentlich noch in Deutschland leben, hier eine Steuererklärung einreichen und dann vielfach eigentlich überhaupt nichts hier groß erklären, obwohl sie vielleicht Hunderttausende an Followern haben oder sogar Millionen an Followern, dann kann doch hier was nicht stimmen. Hier muss also so richtig was im Busch sein. Wie es ist bei solchen Nachrichten, gibt es dann natürlich immer gleich viele Anwälte, Steuerberater und Experten, die dann auch hier diese Fälle kommunizieren. Eine Anwältin auf YouTube sprach er dann ganz hysterisch und mit Schnappatmung von einem Datenschatz. Ein Datenschatz, der hier den Finanzbehörden zugespielt worden sei von den Plattformen, was auch immer das bedeuten mag. Ich denke einfach, dass das Finanzamt dort eine Liste mit allen deutschsprachigen Profilen angefordert hat, die Deutsch als Profilsprache gewählt und zum Beispiel Dubai als Wohnsitz angegeben haben oder sowas. Aber da von einem Datenschatz zu sprechen, das geht schon ziemlich weit. Meiner Meinung nach, das erinnert ja so hier an die Daten-CDs, die man früher bekommen hat von Schweizer Banken oder auch aus Dubai vor kurzem. Ein anderer Rechtsanwalt, dessen Video ich mir angeschaut habe zu dem Thema, war ganz außer Atem, als er hier vom Dubai-Trick sprach, den er hier seinem Publikum vorgestellt hat. Dieser Dubai-Trick ist wohl angeblich einfach eine Wohnadresse in Dubai zu haben, bei irgendjemand aber wirklich noch in Deutschland zu wohnen. Auch die Bild-Zeitung ist natürlich wieder ganz vorne mit dabei, hier im Interesse des Bürgers, im Interesse der Aufklärung. Und sie erklärt, dass es dort in Dubai tatsächlich doch Treuhandgesellschaftsstrukturen gibt, wo man also eine Gesellschaft in Dubai gründen kann, die dann von einem Strohmann, also einem Erfüllungsgehilfen, geführt wird, der tatsächlich natürlich nichts mit dem Tagesgeschäft der Gesellschaft zu tun hat. Dann habe ich verschiedene Medienberichte gesehen hier von Steuerberatern, die zu den steuerlichen Konsequenzen befragt wurden. Da hat man wieder mal gesehen, dass die meisten Steuerberater vom internationalen Steuerrecht wirklich überhaupt keine Ahnung haben, denn sie haben hier doch auf sehr verkürzte Weise die steuerlichen Probleme und Risiken und das ganze steuerliche Thema eigentlich dargestellt, um das es hier eigentlich wirklich geht. Man kann es ihnen nicht vergelten, die Materie ist komplex und die meisten Steuerberater haben damit eigentlich ziemlich wenig zu tun. Die große Frage ist natürlich, was jetzt wirklich passiert. Haben die Finanzministerien der Länder zum Beispiel die Möglichkeit, bereits KI zu verwenden? Gibt es also zum Beispiel ein System beim Finanzamt, wo ich ganz einfach, ohne komplizierte Abfragen und so weiter, jetzt ein paar Usernamen hier eingeben kann von Social Media und die KI sucht sich dann die Daten dieser Steuerzahler zusammen, sucht sie zusammen, wo die mal im Netz auftauchen, damit ich das Ganze mal abgleichen kann. Das wäre ja vielleicht eine interessante Sache. Ich weiß nicht, ob die Finanzbehörden schon so weit sind. Ich vermute es nicht. Aber damit könnte man natürlich hier tatsächlich relativ schnell an Steuersünder kommen, wenn man die richtigen Parameter verwendet. Dass die Finanzbehörden hier Social Media prüfen, das ist nicht wirklich etwas Neues. Wir haben selbst schon mehrere Videos dazu gemacht. Ich erinnere mich an ein Video, was ich gemacht habe, wo ein griechischer Influencer in Griechenland hier ganz protzig geheiratet hat mit einem dicken Ring, Riesenkuchen, teurer Goldschmuck, teures Brautkleid und all diese Dinge hat sie gekauft. Das hat sie zumindest in den Videos behauptet. Die griechischen Finanzbehörden haben dann die verschiedenen Händler dazu gefragt, sie sogar geprüft und haben hier keinerlei Belege
zu diesem Vorgang gefunden. Also etwas hat hier offensichtlich nicht gestimmt. Entweder hat die Braut gelogen und sie hat diese Dinge zum Beispiel nur geliehen bekommen, oder die Händler, also Schmuckhändler, der Brautkleidhändler etc. haben nie hier wirklich den Eingang der Zahlungen verbucht. Und das ist auch das, was die Finanzbehörden dann tatsächlich vermuten. In Griechenland ist das Problem. Ich glaube, durchschnittlich, soweit ich mich erinnere, haben Selbstständige in Griechenland ein Einkommen von 400 Euro im Monat. Das passt natürlich alles nicht zusammen. Aber zurück zu unseren deutschen Influencern. Was sind eigentlich die Themen, was sind eigentlich die Risiken, um die es hier wirklich geht? Und ich habe bisher noch kein Video gefunden, das diese Themen wirklich beleuchtet in dieser Sache. Es wird also Zeit, dass wir uns das wirklich mal im Detail anschauen. Die erste Frage ist natürlich die, lebt der Influencer noch in Deutschland? Es spielt dabei kaum eine Rolle, wie viele Tage er sich in Deutschland aufhält. Wenn er noch eine Wohnung in Deutschland hat, einen Wohnsitz in Deutschland hat und sich nur einen Tag pro Jahr dort aufhält oder auch überhaupt nicht dort aufhält, keinen einzigen Tag, dann ist er unbeschränkt in Deutschland steuerpflichtig. Das ist also eine interessante Frage. Ein weiteres Kriterium natürlich ist Deutschland Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes. Da spricht man so umgangssprachlich von einer 183-Tage-Regelung. Auch das ist nicht so hundertprozentig korrekt, aber lassen wir das mal so stehen. Dann ist die Frage, hat er einen Lebensmittelpunkt in Deutschland? Hat er zum Beispiel Ehefrau, Familie, Kinder dort? Dann wird gleichzeitig vielfach angenommen, dass er damit auch einen Wohnsitz in Deutschland hat. Und somit ist also das erste Kriterium des Wohnsitzes in Deutschland wieder erfüllt, womit dann die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland auch wieder gegeben wäre. Also das ist natürlich die entscheidende Frage zunächst mal. Und das Finanzamt wird hier genau diesen Punkt natürlich auch besonders prüfen. Jeder, der natürlich in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig ist und dann Einkünfte generiert und diese nicht beim Finanzamt meldet, der ist natürlich, muss man ganz ehrlich sagen, selber schuld. Dem kann man auch nicht helfen. Wenn der jetzt hier abgestraft wird vom Finanzamt, dann trifft es hier, muss man leider sagen, die Richtigen. Es tut mir zwar leid, wenn es dich hier auch betrifft, aber ehrlich gesagt, das ist ja allgemein bekannt. Aber ehrlich gesagt, das ist tatsächlich allgemein bekannt. Da muss man leider sagen, Dummheit schützt vor Strafe nicht. Selber schuld. Tut mir leid. Dann geht das Ganze natürlich weiter. Nehmen wir nur mal an, dass der Influencer tatsächlich Deutschland verlassen hat. Nehmen wir aber an, der Influencer ist tatsächlich nach Dubai umgezogen. Hat der Influencer bei seiner letzten Steuererklärung das Formular WAEST ausgefüllt? Oder hat er es bewusst nicht ausgefüllt, weil er dem Finanzamt nicht erzählen wollte, dass er in ein Niedrigsteuerland umgezogen ist, weil sich daran ja die erweiterte beschränkte Steuerpflicht anschließt. Wenn er das nicht getan hat, und zwar absichtlich nicht getan hat, und das Finanzamt prüft dies nur nach, nun, dann ist das leider möglicherweise Steuerhinterziehung. Allein schon die Tatsache, dass man hier in der Steuererklärung bewusst wichtige Informationen hat weggelassen und dass man in ein Niedrigsteuerland umgezogen ist, ist nun mal eine wichtige Information, denn wie gesagt, daran knüpft sich ja möglicherweise die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Das wäre also eine interessante Frage. Dann die große Frage natürlich, hat der Influencer hier sich konkret mit der Entstrickungsbesteuerung befasst? Die Entstrickungsbesteuerung ist so etwas wie die Wegzugsteuer für Selbstständige, für Freiberufler, für Einzelunternehmer, also jene, die keine GmbH haben. Wenn man jetzt ein IT-Freelancer zum Beispiel ist, also ein Programmierer zum Beispiel, dann kommt man da in der Regel drum herum, weil bei der Bewertung dieses Einzelunternehmens, das Softwareentwicklung anbietet, kann man hier einen sogenannten Unternehmerlohn geltend machen. Wenn also das Einzelunternehmen einen Gewinn von 100.000, 150.000 und auch 200.000 macht, hat man in der Regel hier beim Wegzug kein Problem, weil man eben genau diesen Unternehmerlohn bei der Bewertung des Wirtschaftsgutes hier verwenden kann, das ins Ausland übertragen wurde. Betrachtet aber mal nur den Influencer, dann verhält es sich natürlich anders, denn hier geht es ja nicht letztlich nur um ein Honorar, das der Influencer für seine Zeit in Rechnung stellt, wie der Programmierer, sondern der Influencer hat ein Following, der Influencer hat eine Reputation, der hat ein Image, der hat einen Bekanntheitsgrad und da ist natürlich dann die Frage, was ist das wert? Hier geht es dann also um einen sogenannten Substanzwert, ja, den möglicherweise dieses Kleinunternehmen, dieses Influencers in Deutschland hat. Da kann ich also nicht so einfach die vereinfachte Ertragswertmethode verwenden, wenn ich jetzt ins Ausland gehe. Da müsste ich jetzt also bewerten, wie auch immer, was dieses Following hier wert ist. Und da könnte natürlich das Finanzamt hier tatsächlich ansetzen. Das hat dann auch ein bisschen etwas mit den Verträgen zu tun, die der Influencer hier abgeschlossen hat mit seinen Kunden. Da könnte es also ein Problem hier schon mal geben. Dann haben wir den sogenannten Verwertungstatbestand. Der wird hier regelmäßig festgestellt bei Freiberuflern, die im Ausland tätig sind und gerade in einem Land, was jetzt hier kein Doppelsteuerungsabkommen mit Deutschland hat. Sagen wir zum Beispiel mal Dubai. Also der Freelancer, der jetzt in Dubai lebt und dann möglicherweise für deutsche Kunden, für deutsche Unternehmen tätig ist, bei dem gibt es möglicherweise einen Verwertungstatbestand. Ich kann dir ein Beispiel sagen. Wir hatten
hatten einen Mandanten, der war ein Influencer im Parfümbereich. Der hat in Dubai gelebt, ist aber vielfach nach Deutschland gereist, um hier bei Kunden in dieser Branche zum Beispiel neue Geschäfte einzuweihen. Also ein neues Geschäft macht ja auf in Düsseldorf. Dann reist der Influencer von Dubai nach Düsseldorf, ist hier bei der Eröffnung dabei, ist ein Magnet, er zieht dann viele Gäste an, viele Neugierige, bekommt dafür ein Honorar. Dieses Honorar ist in Deutschland zu versteuern, vielfach, nicht aber in Dubai. Das wäre also nun ein Thema, was hier relevant ist. Auch wenn da zum Beispiel ein Video aufgenommen wird und dieses Video wird dann eben später hier von dem Kunden eingesetzt und dafür bekommt der Influencer Geld. Auch dann spricht man hier möglicherweise vom Verwertungstatbestand. All das ist ein weiteres großes Risiko für Influencer, wenn sie deutsche Kunden haben. Dann gibt es die erweiterte beschränkte Steuerpflicht. Und die erweiterte beschränkte Steuerpflicht ist eben auch immer dann relevant, wenn man in einen Nicht-Abkommensstaat umzieht, also in ein Land, mit dem Deutschland kein Doppelbesteuerungsabkommen hat. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind eins dieser Länder. Und wenn man jetzt sogenannte betriebsstättenlose Einkünfte hat, gewerblicher Natur als deutscher Staatsbürger, dann sind diese Einkünfte noch für 10 Jahre in Deutschland zu versteuern. Wenn ich also zum Beispiel ein Influencer bin, der in Dubai lebt, aber ich habe eine US-LLC gegründet, weil es mir zu blöd ist, diese Steuer in Dubai zu zahlen von 9%. Oder aber ich bin ein digitaler Nomade, ich lebe gar nicht wirklich in Dubai, sondern bin eigentlich laufend unterwegs und habe eine amerikanische LLC oder rechne persönlich ab. Dann habe ich gewerbliche Einkünfte und diese gewerblichen Einkünfte sind noch für 10 Jahre lang in Deutschland zu versteuern. Wir haben selbst schon viele Videos auf diesem Kanal zu diesem Thema gemacht. Also die interessante Frage wird sein, ob die Finanzämter tatsächlich hier sich um diese Fälle bemühen und hier tatsächlich so tief hier einsteigen oder einfach nur an der Oberfläche bleiben, einfach die Influencer finden, die angeblich in Dubai wohnen, aber weiterhin in Deutschland bleiben, sich dort aufhalten, dort einen Wohnsitz haben und erstmal versuchen, sozusagen diese zu erwischen und diese dann hier hart an die Kandare zu nehmen. Das bleibt abzuwarten. Wir verfolgen das Thema natürlich sehr interessiert. Wenn es hier ein wesentliches Update gibt, werden wir wieder ein Video machen. Wenn auch du ein Influencer bist oder ein solcher werden möchtest und ins Ausland umziehen möchtest, dann stelle sicher, dass das unbedingt hier steuerlich korrekt gemacht ist. Lass dich beraten von deinem Steuerberater, von deinem Steueranwalt. Beachte die Dinge, die ich jetzt hier gerade gesagt habe und die wir natürlich auch sonst auf unserem Kanal hier besprechen. Ganz wichtig natürlich den deutschen Wohnsitz aufgeben. Ganz wichtig natürlich auch das richtige Firmen-Setup dann zu haben. Dubai ist nicht immer gut. Zypern und Malta können zum Beispiel vielfach besser sein, weil diese haben ein Abkommen mit Deutschland, ein Doppelbesteuerungsabkommen. Das ist zum Beispiel das Thema, was ich vorhin beschrieben habe. Wenn man jetzt ein Fotoshooting in Deutschland macht, nicht gegeben, weil man dann eine feste Betriebsstätte in Malta oder Zypern hat und dann gelten hier die entsprechenden Doppelbesteuerungsabkommen und dann wären diese Einkünfte nicht in Deutschland zu versteuern, sondern in Zypern bzw. Malta. Es handelt sich dann auch nicht um betriebsstättenlose Einkünfte, denn man hat ja dann dort tatsächlich eine Betriebsstätte. Aber das ist natürlich auch mit mehr Aufwand verbunden, mit mehr Kosten und da muss man eben sehen, ob sich das Ganze rechnet. Also, es lohnt sich hier Zeit zu investieren und sich damit zu befassen. Wenn das Themen sind, die auch dich interessieren und von denen du betroffen bist, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir beschäftigen uns mit diesem Thema tatsächlich schon seit 20 Jahren. Das Gleiche, was ich in diesem Video gesagt habe, habe ich buchstäblich schon vor 20 Jahren unseren Mandanten erzählt, 2006 in London. Keine Briefkastenfirmen. Wenn du weggehst aus Deutschland, dann musst du wirklich weggehen. Also, es hat sich im Grunde genommen viel in der Welt verändert, aber manche Sachen haben sich auch nicht verändert. Also, bitte verhalte dich korrekt, hinterziehe keine Steuern. Schau, dass du sicher schlafen kannst und ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.